Moin, moin Leute und willkommen zur dritten Folge von Contrast. Und ja, wir sind jetzt hier im zweiten Level wohl. Und mal gucken. Wir sind wieder zu Hause. Neues Sammelobjekt, la la la, di da. Bild von Johnny. Hallo Johnny. Hier ist Johnny. Was haben wir hier Schönes? It's you! Where have you been? Did you know the circus is in town? It's Daddy's circus. He says it's gonna be the biggest thing ever! Except he always says stuff like that, and then something goes wrong. And Vincenzo's my real daddy. We have to go talk to him. Wir müssen mit Vincenzo reden oder mit Johnny? Here is Johnny. They're so happy. There aren't any pictures of the bad times. These were in the basement. She only takes them out when Daddy's living with us. You know, in stories where the little girl is really a princess and her parents aren't really her parents? Does she still get to see them? Guck mal, da ist auch ein Bild von dem kleinen Mädchen. Ist hier hinten auch noch was? Nein. Die Geschichte ist ganz schön traurig. Sie hätte ihn abgeknallt. Warum macht man sowas? Man knallt doch nicht ab, wen man liebt. Was ist denn mit Menschen los? Finde ich nicht okay. Oh no! It's an eviction notice. Daddy says he's gonna pay all the bills when the circus is a big hit. Come on, I want to go find Vincenzo. Die Rückkehr des verlorenen Kindes. Kapitel Nummer 2. Nein, zweiter Akt. Geht zum Zirkuszelt, aber wir gucken uns das Bild an. Ich habe eins verpasst. Brief von Cat an das Jugendamt. Bitte nehmen Sie mir meine Tochter nicht weg. Wir haben eins verpasst, Leute. Wir müssen noch mal gucken. Wo könnte das sein? Ist es das hier? Au, das Eviction Note. Okay. Wir haben schon die Hälfte gesammelt. What? Räumungsbescheid von Anwaltskanzlei Dewey und Howe an Catherine Malenkaya. Katharine. I don't think they'll hold you. You'll have to go through shadows. Ich kann dünne Schatten durchbrechen. Das ist ja nice. Zack. Ah, nice. Das klappt ja wirklich. Ja, okay. Gut. Das Spiel ist so programmiert, dass das klappt. Zack. Nice. Ich mag die Jumpy-Dumpy, ja, die Jumpy-Dumpy-Passagen. Die gefallen mir wirklich gut. Die sind halt kreativ und cool. Und das ist mal was anderes und das freut mich. Ja, dann mal ab ins Zirkuszelt, Jungs und Mädels. Und ich mag 3D-Jumpy-Dumpy-Spiele. Ready for our big night? People are really excited. You're gonna have to give them their money back. What? We're sold out. You haven't paid me. I got the money. We're selling out. You'll have it before the show. Even if you do, I can't perform here. Your circus is a disaster. It's coming together. Your puppet show about the princess is missing the princess. You've lost your hot air balloon, and where did you get that pirate ship? It is a broken down piece of junk. Come on, Vincenzo, it's opening day. There's always a few wrinkles to iron out. Look, I'll get it all fixed. No problem. Consider it done. All right. But don't think that I will be some sort of shiny bauble that lures people into your scrapyard. He's so mean. I'll get it fixed, I promise. Or I'm a dead man. Oh. I'm worried about Daddy. He always says it's okay, but those gangsters really hurt him. We have to fix the circus, so Daddy will be safe. Come on, it's this way. Wir müssen aufpassen, dass unserem Papi nichts passiert. Repariere die 3 Attraktionen. Ich soll hier lang? Ich bin nicht so gut im Reparieren. Ich habe 2 linke Hände. Es tut mir leid. Aber ich helfe dir trotzdem. Vielleicht mache ich es nur noch schlimmer, aber wir schaffen das. So schön designt. Tickets gibt's hier. Was ist hier los? Look, there's the balloon. It got snagged so they can't pull it down, but nobody can get up there to entangle it. Niemand kann dort hoch. Daddy didn't pay attention when he was tying it down. A carousel!
doing? Do you have any luminaries? Schalte das Karussell ein. Ja, ich habe da noch eine so eine Kugel. Reicht die? Tatsache reicht eine nicht. Okay, gut, wir sammeln mal noch ein paar Leuchtkügelchen. Haben wir hier Schönes? Ein Wald voller Zeug. Was? Wie kommt sie so schnell hierher? Diese Frau ist gruselig. Hey, has anyone seen the princess puppet? We can't really start the story without her. That sounds like Daddy. Ah, she was right here. Übernimm die Rolle der Prinzessin. Ich bin das Prinzesschen. Ah, there she is. Once upon a time, there was a princess who lived in a castle with her father, the king. The king loved her very much because daddies loved their daughters. Unfortunately, the kingdom also had an ogre who was eating travelers because ogres do that. Die Geschichte ist schön erzählt. So, the king did what kings do and promised that anyone who slew the ogre would get to marry his only daughter, the princess, and become king when he died. The king's lands were very far away, and the ogre was very large, so only one knight showed up. His name was Fred, and he fell immediately in love with the princess. Fred was a brave knight, and he marched off the next morning, singing a brave song as loudly as he could. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she set off into the forest to look for him. The princess tracked Fred's footprints through a strange wilderness full of scary sounds and hidden dangers. Oh! Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened. Herrlich, herrlich. Diese pragmatische Erzählweise gefällt mir super, die ist mega gut. Leider fiel sie einfach in die Bambusspieße und war tot. Blöd. Ende. Es war einmal ein hässlicher Blaubarsch, der war so hässlich, dass alle gestorben sind. Ende. Achso. Da müssen wir hinauf. Mein Auge juckt, mein Auge juckt. Oh mein Gott. Es juckt so hart. Ich schlag hinein. Oh, ja. Doof. Unfortunately, she fell in the water and drowned. She came to a wide river filled with snapping crocodiles. She couldn't even swim. Ja, warum kann denn die Prinzessin nicht schwimmen? Was ist denn los mit ihr? She ran on top of their heads. That's right. It was a magical forest where the plants seemed to know each other. She had to use magic mushrooms to get high or up. She had to use magic mushrooms to get high. Quatsch, falsch rum. Oh. Warte mal. Geh mal wieder hoch hier. Komm. Warte mal, wir machen einfach so. Oh. Ich kann mich einfach schleudern lassen. Einfach schön hart einschleudern lassen. Dann geht das. Laus! Schleuder mich!
she learned to use some bendy tree branches to fling herself across a patch of deadly sharp bamboo. As the sun was setting, she came to the giant ogre's campsite. Guten Tag. And there, the princess discovered that the ogre had captured Fred and hung him from a tree as a snack. The ogre did not appreciate visitors at all. Even Fred seemed a little embarrassed to see them. Oh, oh. Du kannst mich doch nicht einfach schlagen, du blöder Oger. Dem hau ich auf die Nüsse, ey. Oh. Hoppala. Ich bin so schlecht. Oh, ist das übel. Schlag doch mal zu jetzt. Was? Selbst wenn er hochzieht? Okay. Na gut, den holen wir uns, den blöden Oger. Ich mache Yoga mit dem Oger. Du. Es klappt alles gar nicht so gut. Du Blödmann, ey. Du verkackter Kackoger. Mach doch mal jetzt. Au. Schlag mich nicht so hart. Das habe ich nicht verdient. Jetzt weiß ich nicht genau. Kann hier noch was machen? Nö. Müssen wir wohl doch dahin. Wie machen wir das am dümmsten? Ah, okay, er muss da direkt draufschlagen und dann können wir... But the princess was a woman of action, and she was nimble, and the ogre was clumsy and easy to taunt. What's a taunt? That's when you make fun of someone. You should never make fun of people, but with ogres, sometimes you have to. Okay, so geht das. Zack. Wer darf mich nicht berühren? Okay, das ist natürlich scheiße. Ah, ich bin so schlecht, ey. Ich bin so schlecht wie ein Vulkan. Und heute verbrenne ich mich daran. Tschüssi. Stirb, Oger. Siehst du, man sollte also nicht auf den Prinzen warten, sondern den Oger selber töten. Das ist die Moral der Geschichte. Frauen, Power. Scheiß auf den Rest. Tricked the ogre and rescued Fred. Fred didn't feel too good about it. He really loved the princess. Fortunately, the king told him about a giant spider that he could slay in order to win the princess's hand. So Fred marched off to the lair of the giant spider, singing a brave song, a little less loudly than before. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she went off looking for him again. Again. Okay, wir gehen in die Höhle der Spinne. The prince led her into a dark and creepy cavern, full of strange dripping sounds, kind of like the basement at school. Her footsteps echoed and echoed, until it sounded like someone was... Oh. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened. Soon, she came to a vast pit, filled with vicious, deadly spikes. It was much too big to jump over, but far off, she could hear moaning. She thought it might be Fred. So what do you think she did? I know. What? She used an umbrella. What? Like that nanny in that movie. This is the Middle Ages, honey. Where would she get an umbrella? I don't know, but that's what she used. I don't think I have an umbrella. Well, you better find one, because she used an umbrella. Where am I supposed to get an umbrella? Okay. Und nun findet die Prinzessin einen Regenschirm. Vielleicht liegt er auch schon da. Ich weiß gar nicht. Na. Bisschen hakelig ist manchmal, aber
Arschleckenfeuerwerk. Arschleckenfeuerwerk, habe ich gesagt. Tatsächlich liegt er nicht hier. Okay, dann müssen wir wohl doch zurückgehen. Wo finde ich den Regenschirm? Da, 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 da. Okay, hier also nicht. Ja gut, ich glaube, man muss das auch nicht alles machen. Ich habe immerhin schon das Prinzessinnenkäppchen. Oh, ich komme hier nicht raus. Ich muss das machen. Ach, da ist er ja. Oh, there we go. So, the princess Oh, ist das toll. bravely threw herself into the air, slowing her fall using an umbrella. Just like that nanny in the movie. She floated down Oh, ist das into the schön. cave, deeper and deeper into the Deeper cavern and she deeper. floated. Oh. Unfortunately, she impaled herself. Ja, ja, ist gut, ist gut. Wait, that's not what happened. Hä, was? Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Muss ich jetzt jedes Mal den Schirm neu... Wait, Oh. that's not what happened. Ich muss jedes Mal den Schirm neu holen, okay. Du, 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 Deeper and du. deeper into the cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning. But maybe Das ist it's nicht only Fred. the wind. Das ist die riesige Spinne, die wir töten müssen. Ich habe Skyrim gespielt, ich weiß, wie man Spinnen tötet. Oh, guck mal, da ist sie sogar. Hallo. Guten Tag, junge Spinne. Was kann ich für Sie tun? Wollen Sie mal ein Freund sein? Nein. Nein, ich möchte das nicht. Nein, nicht direkt ins Netz. Finally, Oh. she landed softly, right in a spider's web. Fortunately, it was a very old web, and she was able to break free. Unfortunately, the web was the only thing holding up a giant boulder. Boulder. The princess needed to find somewhere to hide. Oh, 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 oh. Actiongeladene Schattenspiele. Das habe ich gern. Ob es Menschen gibt, die einen Fetisch für Schattenspiele haben und da richtig geil von werden? Bestimmt, oder? Suddenly, a giant spider jumped out of the shadows and attacked her. Das ist eine mechanische Spinne, Leute. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe eigentlich nicht so viel Angst. She ran and climbed and jumped and climbed, but the giant spider was very good at climbing too. It had 8 legs and the princess only had 2. Spinnen sind ganz nett. Spinnen sind so nett. Spinnen sind nett. Spinnen sind nett. Spinnen. The princess remembered how the webs were holding up boulders. Fuck you, Spinne. Fuck you. Poor spider. Nicht arme Spinne. Ich habe den Mann gerettet. Pass auf. Finally, she found Fred. He was all wrapped up like a present for the giant spider's girlfriend. He was dreadfully embarrassed about having to be rescued again. Now He kiss. really loved the princess. The princess decided he was cute. Fortunately, the king told him about a dragon that he could slay in order to win the princess's hand and stop being so embarrassed. So Fred marched off to the mountaintop of the dragon, singing a brave song very quietly. After a few days, the princess got to wondering, Why our dad kept trying to give her away? that too. But she was worried about Fred, so she went off to find him. Na gut. Dop, dop, die Höhle des Drachen. Wir werden es schaffen, die The Höhle. dragon's mountain was cold, and the wind howled at her to turn back. There were rock slides and fiery Oh! flames. But she was very brave and nimble, just like you. She wasn't going to be put off by a few deadly dangers. Damit habe ich jetzt aber wirklich nicht gerechnet. So, jetzt kommt der böse Drachen. Obwohl, wer sagt eigentlich, dass er böse ist? Up and up she climbed. When she got cold, she thought about the hot buttered muffins she would make once she got Fred home. Do you still like muffins? Muffin? Muffin. The princess hoped Fred liked muffins. Muffin? Muffin Purpelgurk? Hamburgerburg. So, heiße Quelle, schieß mich in die Luft.
Wusch. Es ist so geil. Es ist so schön. Ich liebe es. Es ist wirklich, wirklich schön gemacht. When the princess got to the lair of the dragon, she was not very surprised to see Fred hanging from the roof of the dragon's cave. Hallo. So she Ah, bitte, bitte, the bitte. dragon until it roared its fiery breath at her. And she died. Again and again and again. Genau. Finally, burning away the ropes that were tying up Fred. And so the princess and Fred lived happily ever after. Fred never had to go on another adventure again, and they had hot buttered muffins every morning. Oh. There is another version of the story where the princess flew off on the dragon's back to have a life full of adventures, but that's for another day. Das war schön. Das ist schön. Yay! Yay, Dawn, you did it! Und damit beenden wir auch den Part. Das ist doch wunderschön gewesen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.